Ein englischer Panzer von Kobi aus 2019 und das war's. Mitnichten, Freunde. Dranbleiben lohnt sich heute, aber sowas von. Willkommen in der Norpenklötzchen-Scheune. Mein Name ist Blockstar und Ladies and Gentlemen, heute sprechen wir über das Kobi-Set 2520 aus 2019, den berühmten Vickers Mark I Type B, den berühmten 6-Ton-Tank hier aus dem Hause Kobi, 382 Steinchen schwer, und dieses Fahrzeug hat eine Menge historisch zu bieten. Es war nämlich in den 1930er Jahren ein richtiger Exportschlager. Bis nach China wurde dieses Fahrzeug geliefert. Heute ist es ja eher andersrum, dass Waren aus China kommen. Also, da ich es nicht erwarten kann, euch die historischen Fakten hier zu diesem Set zu erzählen, müssen wir uns erst die Klemmersteine anschauen. Deswegen, Freunde, kommt mit mir jetzt hier auf den Bautisch, dann schauen wir uns das Set genauer an. Da liegt er auf dem Bautisch, der echte Exportschlager damals, der Vickers Mark E Typ B aus der Historical Collection World War II aus dem Hause Kobi. Das Set 2520, 382 Steinchen schwer mit einer Minifigur. Dieses Fahrzeug war das Vorbild für viele andere Panzer. Welche, warum, weshalb, wieso, hört ihr nachher bei den Fakten. Wir schauen uns jetzt aber erstmal die Rückseite an. Da haben wir schöne Details. Wir haben nämlich ein Originalfoto. Wir sehen, dass dieser riesige Panzer 16,5 cm lang wird und 8,5 cm hoch. Wir haben hier eine Minifigur mit diesem typischen britischen Helm und wir sehen, dass wir den Turm bewegen können, dass wir hier dieses Motorformteil haben und natürlich, dass sich die Ketten bewegen lassen. Fakten bekommt ihr gleich und dann wisst ihr auch, warum ich gerade gesagt habe, Exportschlager. Das lohnt sich heute wirklich, dran zu bleiben. Dran zu bleiben ist das Stichwort, Freunde. Wir wollen natürlich gucken, was sich hier im Karton verbirgt. Dafür muss natürlich auch unser Vickers Panzerchen fliegen lernen. Ja, Freunde, da liegt der Inhalt auf dem Bautisch und ich kann es euch jetzt schon sagen, 2019 war wohl etwas komisch. Wir haben hier eine Bautüte 2 und 1, 2, 3, eine Tüte nur für ein Fernglas, 4, 5, 6 Tüten, die wohl der Baustep 1 sind und dann den Baustep 2 sowie eine Anleitung, die etwas zerknuddelt ist. Dafür aber, und das kann ich schon mal sagen, richtig cool, noch eine einzelne Karte für das Kobi Tabletop Game. Lege ich mal kurz hier an die Seite, könnt ihr schauen. Ja, Klammer gebunden, DIN A5 groß, wie meine Hand. Ab 6 Jahren ist die Altersempfehlung. Ja, ich würde bei Kobi sagen, eigentlich immer ein Jahr drauf rechnen oder wenigstens mit Papa und Mama zusammenbauen. Schauen wir uns die Anleitung an und ach, Freunde, schaut mal, Kobi lügt uns an, knallhart ins Gesicht. 5 Tüten, wir haben doch 6 gehabt. Naja, Freunde. Ihr seht es schon, Kobi-Bauanleitungen, die haben keine Seitenzahlen. Wir gehen von Baustep zu Baustep durch. In diesen Rechtecken sehen wir, welche Steine wir brauchen. Und der aktuelle Baustep, den wir bauen, ist immer farblich und der davor ist ausgegraut. Und dann blättern wir mal ganz nach hinten. Da müssten wir dann sehen, wie viele Bausteps wir haben. Und ihr seht es, es sind 50 an der Zahl, bis unser kleiner Panzer hier fertig ist. Was ich immer feiere, sind die Produktinformationen auf den letzten Seiten. Ihr könnt ja mal hier oben auf dem i, da müsste es sein, meine Kobi Playlist. Schaut da mal rein, da findet ihr das ein oder andere Kobi-Set, was hier abgebildet ist und könnt euch da vielleicht nochmal informieren. Ich informiere euch jetzt auf jeden Fall gleich mit den Fakten zu diesem Fahrzeug. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei und ich denke mal, ihr wünscht mir viel Spaß beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbildzeit ist Faktenzeit und natürlich, wir hätten es ja nicht anders erwartet, oder? Sind wir mal ehrlich, sprechen wir heute über das historische Vorbild vom Kobi Set 2520. Wir sprechen über den Vickers 6-Ton-Tank. Der Vickers 6-Ton-Tank, auch bekannt als Vickers Mark I, ist ein in den 1920er Jahren entwickelter britischer Leichtpanzer, der trotz seiner geringen Akzeptanz durch das britische Militär einen signifikanten Einfluss auf Panzerdesigns weltweit hatte. Entworfen in der Nachkriegszeit als Teil der Bemühungen, effektivere und mobilere Panzerfahrzeuge zu entwickeln, stellte der Vickers 6-Ton eine bemerkenswerte technische Weiterentwicklung dar und wurde zum Exporterfolg für Vickers Armstrongs.
Entwickelt wurde der Panzer in zwei Hauptvarianten. Typ A mit zwei Türmen, die mit jeweils einem Maschinengewehr ausgestattet waren, und der, den wir hier bauen, der Typ B mit einem einzelnen Turm, der für eine 47 mm Kanone vorgesehen war. Mit einem Gewicht von 6 Tonnen, surprise, surprise, daher kommt der Name, und einer Besatzung von 3 Personen, zeigte der Vickers Sixton Verbesserungen in Panzerung und Bewaffnung gegenüber früheren Entwürfen. Die maximale Panzerungsdicke lag bei 13 bis 15 mm, was ihn vor den meisten Infanteriewaffen der Zeit damals schützte. Angetrieben wurde er von einem Armstrong Siddeley Motor mit einer Leistung von 90 PS, der dem Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 35 km/h auf Straßen wohlgemerkt verlieh. Trotz seiner innovativen Eigenschaften wurde der Vickers Sixton von der britischen Armee nicht übernommen, die zu jener Zeit andere Prioritäten in der Panzerentwicklung verfolgte. Wenn wir da zum Beispiel an den TOC 2 denken, aber der kam später, egal. Sein Design hatte jedoch einen weitreichenden Einfluss auf die Entwicklung von Panzern in anderen Ländern. Der Vickers Sixton wurde in mehrere Länder eingeführt und genutzt, darunter Polen, Finnland, die Sowjetunion, Thailand und sogar China. In Polen wurde er als 7TP bekannt und durch lokale Modifikationen verbessert, einschließlich eines leistungsstärkeren Dieselmotors. Die Sowjetunion nutzte den Vickers Sixton als Grundlage für die Entwicklung ihrer eigenen Panzer der T-26-Reihe, die eine Schlüsselrolle in den frühen Phasen des Zweiten Weltkriegs spielten. Die letzten der insgesamt 12.000 T-26 wurden Anfang 1941 produziert. Finnland erwarb eine kleine Anzahl von Vickers Sixton Panzern, die sie während des Winterkriegs, der ging von 1939 bis 1940, und des Fortsetzungskrieges von 1941 bis 1944, beide gegen die Sowjetunion, einsetzte. Die finnischen Streitkräfte schätzten diese Panzer für ihre Zuverlässigkeit in den schwierigen Kampfbedingungen des hohen Nordens. Die globale Verbreitung und der Einsatz des Vickers Sixton unterstreichen seine Bedeutung als eines der ersten international anerkannten Panzermodelle. Sein Design beeinflusste nicht nur die Entwicklung weiterer Panzerfahrzeuge in den Ländern, die ihn direkt einsetzten, sondern auch die allgemeine Panzerkonzeption weltweit. Trotz seiner begrenzten Rolle in der britischen Militärgeschichte ist der Vickers Sixton ein Beispiel dafür, wie technologische Innovationen in einem Land weitreichende Auswirkungen auf die militärische Entwicklung in anderen Ländern haben können. Also Freunde, wir haben hier quasi einen Anfangsvertreter der leichten Panzergeschichte. Richtig cool ist, dass wir von Kobi ja sowieso auch einen 7TP haben. Somit könnte man hier wirklich von Kobi den Vater und quasi den Sohn nachbauen. Richtig cool ist aber, dass wir hier einen britischen Soldaten mit den typischen britischen Helm haben, obwohl ich meine recherchiert zu haben, nur 4 Fahrzeuge in Großbritannien hergestellt wurden für die britischen Streitkräfte. Ja, ich habe es euch gesagt, ein großer Exportschlager, aber jetzt gucken wir uns das Kobi-Set an. Viel Spaß beim Review des Kobi-Sets 2520. England ist ja das Mutterland des Fußballs und typisch für einen Panzer aus britischer Produktion. Die Bauzeit hat nur eine Fußball-Halbzeit gedauert. Nach 45 Minuten steht er da, unser Vickers Mark I Type B, unser Vickers Sixton Tank, die 2520 von Kobi mit 382 Steinchen und einer Minifigur aus der Historical Collection World War II. Steinchen ist das Stichwort. Wir haben eine ganze Menge Steinchen über, ein paar Laufrollen, einen Bolzen, sogar einen 1x2er-Stein und ja, ein paar Kettenglieder, kann man nie genug haben, und sogar hier eine braune Bügelperle. Schön ist ja auch, dass wir hier eine Sammelkarte haben, die wir nicht ausschneiden müssen, also finde ich richtig cool. Und da das Fahrzeug nicht so groß ist, ist es, glaube ich, sogar ein ideales Spielgefährt für dieses Kobi Tabletop. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ich bin schon am Planen. Ich habe ja dank euch aus der Community die Anleitung, das Regelwerk bekommen. Dafür ein dickes, fettes Herz für euch. Danke, dass ihr mir die zukommen lassen habt. Richtig klasse. Also ich plane da was und irgendwann werden wir hier mal eine Partie spielen. Ja, die Anleitung, ich habe es euch ja gezeigt, war geknickt im Karton und ich habe es jetzt mehrere Tage zwischen 2 Büchern gelegt. Trotzdem ist sie noch verknickt. Also hier auch das Papier Top-Qualität. Es bleibt so in der Form. Ja, aber bei der Anleitung, um mal ehrlich zu sein, habe ich auch überhaupt keine Probleme gehabt.
Auch hier sehen wir wieder, wie bei anderen älteren Kubi-Sets, dass die Renderbilder, diese digitalen Bilder hier noch ein bisschen, ja, so rustikaler aussehen. Sie haben nicht ganz die originale Farbtreue, aber ich bin trotzdem begeistert hier von diesem kleinen Set und wie immer liebe ich, und das habe ich euch ja gerade schon gesagt, immer diese Produktinformationen, gerade von älteren Kubi-Sets. Ihr wisst ja, ich möchte einmal irgendwann sagen können, dass ich all das von Kubi gebaut habe und als Video euch gezeigt habe. Ja, ich versuche es, aber es wird natürlich realistisch nicht klappen können. Kommen wir zur Minifigur, die unserem Panzer beiliegt. Ich finde sie richtig cool, denn ich habe nicht so viele britische Minifiguren. Der typische Helm ist natürlich dabei, die Figur guckt relativ cool, hat nicht so ein verkniffenes Gesicht wie die älteren Gesichter sonst bei Kubi. Wir haben unsere berühmte, ja, Submachine Gun hier, die Bren oder Stan, ich weiß es gar nicht ganz genau. Ich blende es euch hier ein. Die finde ich richtig cool, die ja sogar nachgebaut wurde später vom Deutschen Reich als Volksmaschinenpistole für den Volkssturm. Richtig coole Minifigur, richtig typisch britisch. Hier auch mit einem grünen Schal unter dem Oberteil. Und natürlich ein Dienstglas darf auch nicht fehlen. Von hinten, ja, nicht bedruckt, aber diese typischen schwarz lackierten Schuhe. Also eine coole Minifigur auf einem coolen Panzer. Und ich finde den wirklich richtig cool, was man hier aus 382 Steinchen zaubern kann. Cool ist diese Bautechnik hier mit den Steinen, mit der Achsaufnahme, damit wir hier so eine Schräge hinbekommen. Auch cool ist, dass wir ja eigentlich hier so ein Laufwerk darstellen, aber hier unten das natürlich auf schwarzen Plates sitzt, die wir quasi mit diesen schwarzen Bausteinen unsichtbar machen und es somit wirklich aussieht, als hätten wir hier die Fahrwerksaufhängung und nichts darunter. Also das finde ich ziemlich cool. Von vorne sieht man es natürlich sofort. Hier diese typische Bauweise ja von Kubi, damals mit viel Schwarz, alles als Block, hier oder en Block, aber hier dann schon bunt die Tarnung und wie gesagt, die Aufhängung verschwindet hier. Da wir eigentlich relativ viele Standardteile haben, glaube ich, dass man das Ding gut rebricken kann. Vielleicht hier die Rundung gibt es jetzt so nicht, aber man kann, glaube ich, relativ einfach mit der Bauanleitung sich auch einen T26 oder die polnische Version oder halt hier einen Vickers Sixton bauen. Wir haben eine bedruckte Hinge-Fliese mit sogar einem Motorformteil. Wir haben sogar hier, kann man fast sagen, schön gefliest oder mit Parkett ausgelegt, den Innenbereich des Turms. Wir haben die Klappen so gegenläufig, finde ich ganz cool. Wir haben hier ein bedrucktes Teil. Wir haben hier noch ein bedrucktes kleines Hinge-Teil als Luke. Da und hier vorne könnte man es auch aufklappen. Also hier ist sogar Platz drin, glaube ich, dass man wirklich eine Minifigur versenken könnte. Vielleicht versuche ich es mal. Und wir haben natürlich hier auch einen Druck, sowie hier hinten das Formteil, das typische Kubi-Abgasanlagen-Formteil der damaligen Zeit. Ich muss sagen, die Ketten laufen richtig gut, obwohl es kleine Ketten sind, ne, also diese damaligen Kleinketten. Also wirklich, wirklich klasse. Wenn ich jetzt hier nicht so einen glatten Tisch hätte, würde man richtig gut hier rollen können, das könnt ihr mir glauben. Schön finde ich, dass wir hier Tarnmuster haben, obwohl wir Standard-Bricks haben. Also der damaligen Zeit, sage ich mal, sehr das rudimäre System von Kubi, sage ich mal. Trotz seiner speziellen Steine haben wir trotzdem hier ein Tarnmuster. Turm können wir ganz leicht drehen und ja, wir haben hier sogar auch nochmal diese Fliesen, die geriffelt sind, 1x2 und 2x2. Also richtig cool. Und ja, ich will es euch nochmal zeigen. Hier kann man es, glaube ich, sehen. Diese 1x2er Achsaufnahmen, die wir hier reingedrückt haben in Brick Modify, damit wir hier diese, ihr seht es, da steckt es drin, dass wir hier diese Schräge hinbekommen. Das gefällt mir richtig gut. Dieses fast Keilige dieses Fahrzeugs. Ich muss wirklich sagen, ich glaube, das kann man gut nachbricken. Vielleicht werde ich auch hier auf dem Kanal euch das mal zeigen. Es gibt einige Fahrzeuge, die ich gerne rebricken möchte. Ich plane gerade in der Sherman-Reihe ein paar Fahrzeuge bzw. die Vorgänger der Sherman zu bricken, sofern ich nicht an sie rankomme. Das sind der Priest und das ist der Grant bzw. der Lee. Mal gucken. Natürlich würde ich euch gerne die Originale zeigen, aber vielleicht rebricke ich sie auch. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von so etwas haltet, wenn ich euch mal zeige, wie man ein Kubi-Set rebrickt. Schreibt mir es einfach bitte gerne unten in die Kommentarsektion, wo ihr auch alles hier zu diesem Fahrzeug findet. Hier war für mich ja wirklich wichtig, euch beim Bauen
Deswegen ist der Speedbuild natürlich auch ein Tucken länger, also obwohl es ja nur 45 Minuten sind, damit ich euch halt hier die Fakten erzählen konnte, weil ich die bei dieser Vickers 6-Ton-Serie einfach sehr, sehr interessant finde. Diesen Exportschlager der 30er Jahre aus dem Hause Englands. Ja, ihr bekommt jetzt natürlich noch einmal Bewegtbild und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, und wie ihr es von mir kennt und ich es euch versprochen habe, bekommt ihr hier eine 360° Bewegtbildansicht unseres Vickers 6-Ton, unseres Kobi-Set 2520 des Vickers Mark I Type B. Jetzt habe ich euch ja gesagt, dass dieses Gerät ein Exportschlager war und ich finde, wir sollten mal ein bisschen über die Staaten reden, die dieses Fahrzeug eingesetzt bzw. damals gekauft haben. Das waren nämlich unter anderem Bolivien, Bulgarien, dann das Nationalchina, das die Fahrzeuge sogar in der Schlacht von Shanghai im Städtekampf eingesetzt haben. Wahrscheinlich sind aber dort alle Fahrzeuge vernichtet worden. Dann einer der ersten Kunden der Type B bzw. der Mark I-Version war Finnland, die schon 1933 Fahrzeuge kauften. Griechenland hat ein Fahrzeug gekauft. Großbritannien selber hat 4 Fahrzeuge besessen, die sie aber aus der Tranche behalten haben, die eigentlich für Thailand gedacht war. Denn Thailand hat diese Fahrzeuge auch eingesetzt, sogar im Krieg gegen französisch Indochina von Dezember 1940 bis 1941. Den Konflikt bitte nicht verwechseln mit dem Indochina-Krieg. Diese Fahrzeuge wurden dann später, als Thailand quasi ein Protektorat von Japan wurde, auch von Japan wohl noch benutzt. Genaueres weiß man nicht. Wie natürlich erwähnt, hat Polen diese Fahrzeuge übernommen bzw. Fahrzeuge bekommen. Portugal hat 2 Vickers bekommen. Die UdSSR, die diese Fahrzeuge dann quasi ja als unter Lizenz und ihre eigene Bezeichnung T26 weiterentwickelt haben, und Spanien hat mindestens ein Fahrzeug bekommen. Und die Geschichte dieses Fahrzeugs ist ziemlich lustig, weil es nämlich mit den Ursprung Bolivien zu nennen ist, und das bolivische Fahrzeug ging dann über Paraguay, über einen Schweizer Zwischenhändler, über die Schweiz nach Spanien. Später bekam Spanien aber auch noch einige T26. Ja, Freunde, das ist aber eine interessante Geschichte über einen interessanten Vertreter der Panzer aus den 1930er Jahren, unseres Vickers, unseres Mark I Type B, ein Fahrzeug, was dazu gehört, wenn man über die Panzergeschichte und Entwicklung redet. Euch wünsche ich jetzt viel Spaß bei meinen letzten Worten, bei denen wir uns wie immer in die Augen schauen. Ja, Freunde, das ist das Video schneller zu Ende, als eine Tüte echtes britisches Weingummi im Hause Blockstar überlebt. Freunde, ein cooles Set. Ein schönes Set aus 2019, das ihr vereinzelt vielleicht noch bei Händlern findet oder natürlich bei eBay oder bei eBay Kleinanzeigen. Wer keins findet, es aber bauen möchte, ich glaube, für die Leute da draußen, die eine Kobi-Teile-Sammlung haben oder ein paar Schlachtesets, dieses Set kann man gut nachklemmen, denn es hat ja so gefühlt diese Kobi-System-Bauweise noch von früher, der Übergang zu den modernen Bauweisen, die wir jetzt so alle kennen von Kobi. Die Anleitung für den Fall der Fälle verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Gerne dürft ihr dann einen Kommentar da lassen, wenn ihr da seid. Und schaut euch nochmal alle weiteren Infos zu diesem Set an. Die schreibe ich auch nämlich unten immer in die Videobeschreibung rein. Und ja, Freunde, dieses Ding war ein Weltexport und ging in die Welt. Ich würde mir Ähnliches wünschen, wenn ihr das mit meinem Kanal tun würdet. Wenn ihr es in die Welt verteilt, beziehungsweise den Kanal anderen Leuten empfehlt, die vielleicht Kobi noch gar nicht kennen. Und vielleicht können wir so mit unserer Kobi-Community, mit unserer Klemmbaustein-Community noch mehr wachsen. Ich würde mich drüber freuen. In diesem Sinne, Freunde, wünsche ich euch eine schöne Tea Time. Natürlich bei einem Fahrzeug, auch wenn es britisch ist, immer natürlich gute Fahrt auf der richtigen Seite. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockstar.